und willkommen wieder zu Annie Bloom. Es ist Herbst oder auch Winter. Man weiß es nicht. Man munkelt nur. Einige von euch haben mich ja gefragt, Annie, kannst du nicht mal so ein paar Herbstrezepte machen? Und ich finde, dieses Rezept eignet sich sehr gut, da ja die kalten Tage schön langsam kommen. Deswegen machen wir heute eine sehr lecker, feine und deftige, würde ich sagen, Kartoffelsuppe. Wir brauchen für unsere Kartoffelsuppe Kartoffeln, die ich mir schon geschält und grob geschnitten habe. Also die sind noch nicht gekocht, die sind noch roh. Dann brauchen wir Zwiebel, Kartoffel, Knoblauch und Sellerie. Also das ist so ein Suppengrün in diesen Packungen, wie man sie im Geschäft kaufen kann, ne? Auch bitte grob hacken. Dann braucht ihr Brühe, egal, Kalb, Rind, Gemüse, Hühnerbrühe, Wurst, was ihr wollt. Sahne, Speck, den man auch weglassen kann, wenn man es nicht so gern deftig hat, aber ich habe es gern deftig. Petersilie, die ist frisch gehackt. Ihr könnt auch diese getrocknete nehmen natürlich. Dann Pfeffer, Salz. An Salz braucht ihr nicht sparen, da ja die Kartoffel eh so ein Salzsauger ist. Etwas Chili, Olivenöl und Butter. Dann lassen wir uns anfangen. So, als erstes werde ich mir den Speck anbraten. Ihr könnt ihn jetzt entweder, also ich mache es jetzt so, ich brate ihn an und dann hole ich ihn wieder raus. Ich tue ihn erst am Ende in die Suppe. Oder ihr könnt ihn gleich drin lassen und dann am Ende mit pürieren. Ist jetzt halt so euch überlassen. Also wenn ihr ihn drin lasst, dann habt ihr es richtig deftig, ja. So, jetzt geben wir das Olivenöl rein und gleich das Gemüse kurz anschwitzen. Als nächstes kommen die Kartoffeln rein. Und die Gewürze gleich mit rein. Nochmal kurz umrühren. Und als letztes gießen wir das Ganze mit der Brühe auf und lassen es circa eine halbe Stunde kochen auf ja so mittlerer Stufe. Falls sich jetzt jemand fragt, wieso ich keinen Lauch reingetan habe, ich mag keinen Lauch in meiner Karottensuppe, genau. In meiner Kartoffelsuppe, ich weiß nicht, der Lauch gibt mir so ein bitteres etwas, weiß ich nicht. Also ich mag es persönlich nicht, könnt ihr aber reinmachen, ist ganz euch überlassen, ne? Genau, die wird jetzt eine halbe Stunde gekocht und dann machen wir weiter. So, meine Hübschen, weiter geht's. Jetzt geben wir uns die Sahne noch mit rein und die Butter. Ups. Und lassen das kurz noch so 2-3 Minuten köcheln und dann pürieren wir das Ganze. So, jetzt pürieren wir uns das Ganze sehr fein. Wer keinen Pürierstab hat, nimmt einfach ein Sieb und streicht das durch das Sieb durch. Dauert halt ein bisschen, aber ja, mei, gut Ding, braucht Weile. So, als letztes kommt jetzt noch die Petersilie mit rein. Ihr könnt die ganze jetzt reintun oder ihr macht es halt rein, wenn es serviert. Serviert's. Wie ihr wollt. Aber ich tue sie gleich mit rein. Und jetzt verkosten. Heiß. Ich liebe Suppe. Die Konsistenz ist super. Und der Speck würde ich wirklich, also als letztes reintun. Ich weiß nicht, gibt halt einen ganz anderen Geschmack. Wer jetzt sagt, die ist mir zu dickflüssig, kocht euch einfach ein bisschen mehr Brühe
Und dann könnt ihr die immer so mit reinschütten. Aber ansonsten, oh, die ist so gut. Oh, lecker. Ich liebe Suppe und Kartoffeln sowieso. So, meine Hübschen, bevor ich mich für heute von euch trenne, möchte ich noch was loswerden. Dass ihr die besten Zuschauer auf der ganzen Welt seid, das wisst ihr ja, das brauche ich ja nicht sagen. Braucht euch jetzt gar nichts drauf einbilden. Nein. Ihr schreibt mir so tolle Kommentare, die ich echt so süß finde und so super. Klar gibt es dann welche Kommentare, die ja Kritik enthalten, die ich auch gerne annehme. Dann gibt es welche Kommentare, die wirklich böse sind, wo ich sage, gehen mir am vorbei. Und dann gibt es welche Kommentare, wo ich drauf eingehen möchte. Wenn mir jetzt jemand schreibt, oh, das macht man aber nicht so und meine Mama macht es so. Leute, ich sage wirklich in jedem Video, meine Rezepte sind für mich, also für mich persönlich, sind sie sehr gut. Und vielleicht hat ja meine Mama auch die so gemacht und deswegen mache ich es ja auch jetzt so. In der Kochwelt sind ja alle Türen offen. Du kannst ja alles ausprobieren, also dich entfalten etc. etc. Ja? Ich weiß, manche machen so, die anderen machen so. Annie Blum macht es so und nicht anders. Nehmt es mir nicht übel, aber ich musste es loswerden. Ich weiß auch nicht, es hat mich so gejuckt. Ne? Kennt ihr das, wenn es juckt? Ich meine, ich verstehe auch, dass mich nicht jeder mag. Ist ja auch okay. Stellt euch mal vor, jeder wird mich mögen. Hello, Hollywood. Wäre ja schlimm, ne? Also in dem Sinne möchte ich trotzdem noch mal sagen, dass ich die besten Zuschauer der ganzen Welt habe und euch noch mal Danke sagen, dass ihr jeden Sonntag immer wieder so schön fleißig kommentiert und ich kommentiere auch zurück. Also ich denke mir dann immer, ihr nehmt euch die Zeit, wieso sollte ich sie mir nicht nehmen, zu kommentieren, ist ja auch klar. Und ich laber jetzt auch nicht mehr lang rum, soll ja kein Labervideo werden. Falls euch meine Kartoffelsuppe, mein Rezept gefallen hat, gebt mir ein Däumchen nach oben, abonniert meinen Kanal kostenlos und für all diejenigen, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen in Annie Blums bunter Wahnsinns-Chaos-Welt. Ich wünsche euch eine wunderschöne, stressfreie Woche und einen ganz fetten Annie-Kuss. Tschüss.